Stell dir vor, du stehst in einer vollkommen klaren Nacht draußen. Keine Stadtlichter, kein Mond, nur du und der Himmel. Du schaust nach oben und siehst, wie immer, die Sterne. Vielleicht erkennst du ein paar Sternbilder und dann fällt dein Blick auf einen winzigen, verschwommenen Fleck, kaum größer als ein Stern, nicht besonders hell. Leicht zu IBARSAHAN. Dieser Fleck ist Andromeda. Zumindest das, was du von ihr sie hast. Aber das ist nicht Andromeda. Das ist nicht einmal 1% von dem, was wirklich dort oben steht. Und was ich dir jetzt zeige, wird alles verändern, was du über den Nachthimmel zu wissen glaubst. Denn Andromeda ist nicht klein. Andromeda ist nicht weit weg im Sinne von da hinten. Andromeda ist riesig. So riesig, dass dein Gehirn sich weigert, es zu AKZEPTIERAN. Und Feynman, Richard Feynman, hat genau das gewusst. Er wusste, dass das Universum nicht dafür gemacht ist, von uns begriffen zu werden, dass unsere Sinne uns belügen, jede Nacht. Und heute zeige ich dir, wie SAHR.Willkommen bei Feynman erklärt. Hier geht es nicht um Formeln, nicht um Auswendiglernen, nicht um Prüfungen bestehen. Es geht um echtes Verstehen, so wie es Richard Feynman selbst gelehrt hat. Schritt für Schritt, ohne unnützen Fachjargon, aber mit der ganzen Tiefe, die die Physik verdient. Lass uns mit etwas Einfachem anfangen. Du kennst den Vollmond. Jeder kennt den Vollmond. Wenn du deinen Arm ausstreckst und deinen Daumen hochhältst, dein Daumennagel bedeckt den Mond komplett. Der Mond hat am Himmel eine scheinbare Größe von etwa einem halben Grad. Ein halbes Grad. Dein Daumennagel bei ausgestrecktem Arm, ungefähr 1 Grad. Der Mond ist also etwa halb so breit wie dein DAUMANNAGEL. Merk dir das JATZT. Schauen wir auf Andromeda. Diesen verschwommenen Fleck. Wie groß, denkst du, ist Andromeda am Himmel? So groß wie ein Stern? Wie der Mond? Kleiner? Die Antwort ist, Andromeda ist 6-mal so breit wie der Vollmond. Lass das kurz SACH kennen. SACHS Vollmonde. Nebeneinander. Das ist die wahre Größe von Andromeda an deinem Nachthimmel. Die Galaxie erstreckt sich über etwa 3 Grad, der Mond über ein halbes Grad. Andromeda ist kein Punkt. Andromeda ist ein Monster. Wenn deine Augen sie in ihrer vollen Helligkeit sehen könnten, würde sie den Himmel dominieren. Breiter als deine ausgestreckte Hand. Ein gewaltiges, leuchtendes Oval, das sich über einen großen Teil des Firmaments ZIEEHT. Aber du siehst sie nicht. Warum? Jetzt kommen wir zu dem Teil, der wirklich verstörend ist. Denn die Frage ist nicht, warum ist Andromeda so klein? Die Frage ist, warum sehe ich etwas Riesiges nicht? Und die Antwort liegt in einem Konzept, das in der Astronomie Oberflächenhelligkeit heißt. Klingt technisch. Ist es aber nicht, wenn du es einmal verstanden hast. STELL dir eine Taschenlampe vor, die du direkt vor dein Auge hältst. Sie ist winzig, aber blendend hell. Jetzt nimm dieselbe Lichtmenge und verteile sie auf eine Fläche, die 6-mal breiter ist als der Vollmond. Das Licht wird dünn. Sehr dünn. Andromeda hat eine scheinbare Helligkeit von etwa 3,4 Magnituden. Das klingt nicht schlecht. Das ist heller als viele Sterne, die du problemlos siehst. Aber diese Helligkeit ist NICT auf einen Punkt konzentriert. Sie ist verteilt über 3 Grad, über eine Fläche, die dutzendfach größer ist als alles, was dein Auge als hell WAHRNIMMT. Das Ergebnis? Von den geschätzt 1 Billion Sternen in Andromeda siehst du mit bloßem Auge nur den allerhellsten Kern, einen verschwommenen Fleck, weniger als 1% der Galaxie. Alles andere, die gewaltigen Spiralarme, die Staubbänder, die Sternentstehungsgebiete, ist zu lichtschwach für deine AUGAN. Dein Gehirn sagt dir, da ist ein kleiner Fleck. Die Realität sagt, da ist ein galaktisches Imperium aus 1 Billion Sonnen und du siehst es nicht. Bleib kurz bei mir, denn jetzt geht es nicht mehr um das, was du SIAHST, sondern um das, was da wirklich IST. Andromeda ist nicht einfach eine Galaxie. Andromeda ist das größte Mitglied unserer lokalen Gruppe. Das heißt, in unserer kosmischen Nachbarschaft gibt es die Milchstraße, unsere Galaxie, und Andromeda. Und Andromeda ist größer. Deutlich GRRSSAR. Die Milchstraße hat einen Durchmesser von etwa 100.000 Lichtjahren. Andromeda? 152.000 Lichtjahre. Manche Messungen gehen sogar von über 200.000 Lichtjahren aus. Das heißt, selbst wenn du mit Lichtgeschwindigkeit reisen könntest, was du nicht kannst, würdest du 152.000 Jahre brauchen, um von einem Ende Andromedas zum anderen zu GALAN. Und in diesem Durchmesser? 1 Billion Sterne. Lass das kurz sagen. 1 Billion. Das ist eine 1 mit 12 Nullen.
Wenn du jede Sekunde einen Stern zählen würdest, bräuchtest du etwa 31.000 Jahre, um alle Sterne in Andromeda durchzuzählen. Und jeder einzelne dieser Sterne, jeder einzelne, ist eine Sonne. Viele von ihnen haben Planeten. Viele dieser Planeten könnten erdähnlich sein. Und all das siehst du nicht. Punkt. Und jetzt kommt die Frage, die Alice Dreht.Feineman schrieb einmal in seinen Vorlesungen über Astronomie einen Satz, der mich persönlich jedes Mal trifft, wenn ich ihn lese. Er sagte, die bemerkenswerteste Entdeckung der gesamten Astronomie ist, dass die Sterne aus Atomen derselben Art bestehen, wie die auf der ERDE.cut. Ruhige Aufnahme. Direktor in die Kamera. Lies das noch einmal. Die Sterne, die Billionen Sterne in Andromeda, bestehen aus denselben Atomen wie der Stuhl, auf dem du sitzt, wie die Luft, die du atmest, wie die Haut an deinen HANDAN Punkt. Das ist nicht Poesie, das ist Physik. Wasserstoff ist Wasserstoff, ob in deinem Körper oder im Kern eines Sterns in Andromeda. Kohlenstoff ist Kohlenstoff. Eisen ist Eisenpunkt. Die Atome, aus denen du bestehst, wurden in Sternen geschmiedet, die vor Milliarden Jahren explodiert sind. Der Kohlenstoff in deinen Zellen, der Sauerstoff in deiner Lunge, das Eisen in deinem Blut. All das wurde im Inneren von Sternen produziert, die längst vergangen sind. Und in Andromeda, 2,5 Millionen Lichtjahre entfernt, passiert genau dasselbe. Gerade jetzt. Während du dieses Video schaust, werden in Andromeda neue Atome geboren, aus denselben Elementen. Nach denselben GASATZAN.FEINAMAN hätte an dieser Stelle gestoppt und gefragt, wenn die Atome dort dieselben sind wie hier, was genau trennt dich dann noch von Andromeda? Nichts trennt dich von Andromeda außer Raum, leerer Raum, 2,5 Millionen Lichtjahre Vakuum. Und selbst diese Entfernung schrumpft, jede Sekunde. Denn Andromeda und die Milchstraße bewegen sich aufeinander zu, mit etwa 110 Kilometern pro SEKUNDE Punkt. In etwa 4 bis 5 Milliarden Jahren werden sie kollidieren. Und wenn das passiert, werden die Billionen Sterne beider Galaxien aneinander vorbeifliegen, ohne auch nur einen einzigen Zusammenstoß. Weil der Raum zwischen Sternen so unvorstellbar leer, IST Punkt, und irgendwo in dieser neuen, verschmolzenen Galaxie, die manche Astronomen Milkomeda nennen, wird ein Planet um eine Sonne kreisen, und auf diesem Planeten wird vielleicht jemand in den Himmel schauen und einen verschwommenen Fleck sehen und sich fragen, was das IST-Punkt, GANAU wie du Punkt. Das Zugeben von Unwissenheit ist keine Niederlage. Es ist der Beginn echter Wissenschaft. Feynman hat es gewusst. Und jetzt weißt du es auch. Punkt WANN dich dieses Thema fasziniert. Und ich glaube, es tut es. Sonst wärst du nicht bis hierher geblieben. Dann lass uns diesen Weg gemeinsam weitergehen. Schritt für Schritt, ohne Formeln, ohne unnützen Fachjargon, aber mit der ganzen Tiefe, die die Physik verdient, abonniere diesen Kanal nicht, weil ich dich darum bitte, sondern weil hier Physik passiert, die sich LOHNT. Bis zum nächsten Mal.